Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Es geht endlich weiter. Ja, ich weiß, es ist echt schlimm bei diesem Projekt, dass da immer so große Lücken kommen. Das ist gar nicht meine Absicht. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, schaffe ich es noch in dieser Woche eine weitere Folge zum Ausgleich rauszubringen. Wir werden sehen. Oh, Statusreport. Habe ich hier das letzte Mal Scheiße gebaut anscheinend. Dann gehe ich... Ach ja, Heliport. Ich bin da ja rumgewuselt. Habe ich echt hier aufgehört? Ach ja, natürlich. Wir haben ja Fatman gekillt da oben. Genau, wir haben Fatman gekillt und jetzt wollen wir ja in die... Wollen wir jetzt in die innere Strat? Auf jeden Fall muss ich erst noch ins Lager. Mit meiner Level 2 Karte brauche ich eine Waffe, wie es die Leute hier auch haben, damit ich mich als feindlicher Soldat ja, ausgeben kann. So, das Lager, hier ist nicht meine Karte. Das Lager war ja gleich da unten, ne? Okay, also, ach, ich kann da ja auch so durchswitchen. Warehouse, genau. Und in den Core 1, da müssen wir, glaube ich, hin. Sollte ja alles mit meiner Level 2 Karte kein Problem mehr sein. Gut, dann probieren wir jetzt erstmal hier ungesehen durchzukommen. Das hat ja... Ja, nicht immer geklappt, wie man merkt. Ah, wenn ich schnell bin, dann... Nein, nein. Okay, gut. Nochmal Glück gehabt. Das war ein bisschen knapp. Manchmal haben die so Tigeraugen, ne? Obwohl der Lichtpegel ewig weit weg ist. Ich raff das nicht, an was das manchmal liegt. So, aber... Moment mal, wenn ich jetzt... Da unten ging's nicht in die richtige Richtung. Nee, ich glaube, ich muss hoch. Komm, dann können wir jetzt schnell machen. Hoffe ich. Ach, da habe ich einen schlafen gelegt. Das letzte Mal stimmt. Ich weiß zwar nicht mehr genau, aber es wird schon stimmen. So, DE Connection. Nein. Hier bin ich falsch. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Hält. Oder habe ich mir die Waffe schon geholt? Das letzte Mal? Nee, ne? Das kommt davon, wenn man so lange Pausen macht. Nee, also ich habe da keine... Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Waffe ich brauche. So eine AK oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Dann muss ich da unten hin. So, sieht man mal, wie schnell das geht. Ist doch gar nicht so schwierig. So, war hier jemand? Da oben theoretisch, wenn der mit seinem Guckerchen guckt. Ich renne einfach mal durch. Ah ja, genau, hier waren mal Claymore-Minen. Die sind weg. So, gar kein Problem. Aber jetzt wird's wieder lustig. Im Lagerhaus das Richtige zu finden. So, als erstes werde ich hier ein paar schlafen schicken. Das steht ja schon mal sowas von fest hier. Oh, nicht getroffen hier. Gut. Gute Nacht, mein Freund. So, hier fängt es nämlich schon an, aber das ist noch Level 3. Hier muss wieder einer Statusberichte bringen, aber das ist mir eigentlich... Ja... Hm? Ah, du kommst ja daher. Warte. So langsam. Halt die Klappe. So, jetzt muss ich mich aber trotzdem beeilen, sonst werden hier gleich alle aufgeregt. Ja. C4. C4 war ich hier schon mal drin. Das ist neu, ne? Ich krieg hier auf jeden Fall jede Menge C4. Gut, das ist doch schon mal eine schöne Spielerei. Jetzt habe ich nur das Problem, dass die Idioten jetzt aufgeweckt werden. Mit etwas Pech machen die sogar Alarm. Ja, ich vermute sogar, dass die jetzt gleich Alarm machen. Normal, okay, gut. Dann ist ja in Ordnung. Dann werden die hier auch nicht reinkommen, ne? Dann warte ich mal eben, bis sie sich beruhigt haben. Ja, komm schon. Ja, jetzt weg den Typ noch. Ach, wie liebevoll sie geweckt werden. Ja, danach würde ich auch wach werden. Obwohl ich einen sehr tiefen Schlaf habe. So, beruhigst du dich? Wo willst du jetzt hinlatschen? Super Sache, ey. Ja, toll. Das ist ja... nicht so schön. Hey, das hat doch gesessen. Ich meine aber auch hier. So, also werde ich wohl unten rum müssen, ha?
nichts ist. Moment, das sind ja auch noch Türen. Level 3, da komme ich noch nicht rein. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ich werde mir den Typ mal krallen und versteckeln, bevor der wieder gesichtet wird. So. Da hinten kannst du in aller Ruhe schlafen. Da weckt dich keine Sau, mein Freund. Gut. Was haben wir hier drüben? Level 2. Oh, 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 was sehe ich denn da? Das Spielchen kennen wir doch. Moment, wie war das? Ich muss die... Wenn ich jetzt aber da dran schieße, dann hört das doch jeder. Moment, ich mach mal meinen... Habe ich so ein Spiel überhaupt? So ein Infra... Nee, das habe ich nicht gesucht. Ich suche so ein Infrarot-Teil. PR-Sensor... Oder hatte das nur Snake damals in der Vorgeschichte anscheinend? Lebensfunktion, Minendetektor, Sensor B, Sensor A. Nee, das bringt mir nichts. Diese Tags, ach so, ja, die sammle ich, ja. Ich habe ja ein Telefon. Für den Empfang von E-Mails habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das kann ich da jetzt... Super, damit kann ich jetzt eh nichts machen. Manchmal kriege ich halt E-Mails. Ah! Genau, ich habe ja auch einen Schalldämpfer für die... So kommen. Genau, das habe ich nämlich ewig lang nicht geblickt, dass ich für die Waffe einen Schalldämpfer habe. So. Denn jetzt habe ich damit kein Problem mehr, das Ding zu erschießen. Also, was heißt zu erschießen? Kaputt zu schießen. Das wird jetzt kein Mensch hören. Obwohl, es wird explodieren. Das wird man eventuell doch hören. Ach, egal. Mal gucken, was passiert. Nein, das explodiert nicht. Ob ich der Sache jetzt trauen kann? Darf ich jetzt durch? Oder ist da noch einer? Schaut mal da oben. Ich weiß nicht. Das ist doch nochmal so ein... Aber da ist kein grünes Bling-Bling. Ohne grünes Bling-Bling wird das schon gehen. Ich gehe trotzdem vorsichtig rein. M4. Ich habe die M4 bekommen. Ist die M4 die Waffe, die ich brauche? Ich denke schon, ja. Sehr gut. Das heißt, ich kann mich jetzt als Soldat ausgeben. Was ist hier? PSG 1 Muni. Cool. Fehlt mir nur noch die Waffe dazu. Okay. Wie sieht's aus? Kann ich hier in der Gegend schon mich jetzt als einer von euch ausgeben? Habt ihr die gleiche Waffe? Ich weiß nicht. Ich probier's einfach mal. Was soll der Geiz? Wenn ich drauf gehe, ist es nur halb so schlimm. Oder wenn ich aufliege. Yeah, ich bin einer von euch. Ich werde es ja gleich sehen. Ich kann mir meine Buddies ja mal angucken, ob die genauso aussehen. Zum Beispiel den Typ, den ich schlafen gelegt habe. Sind wir... Nein, wir sehen ganz anders aus. Okay, dann vergesse ich das eben mal. Okay, dann ist das noch nicht gut. Aber ich würde gern... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da unten nochmal was für mich. Das mache ich jetzt wahrscheinlich umsonst, eventuell. Ich weiß es nicht. Nee, so komme ich wieder hoch. Hm? Oh, das fällt auf. Das fällt auf, wenn ich da so einen Blödsinn mache. Da war ich ja auch schon mal. Was gibt's hier nochmal? M9. Oh, ich bin aber auch so ein Held, ne? Lass mich jetzt ständig hier von jemandem finden. Na gut, wir haben Level 2. Ich überlege nur gerade bei den alten Struts, ob ich da nochmal irgendwo hin sollte, ob es da eine Level 2 Karte gab. Ich weiß es halt nicht mehr. Ja, der kommt nicht her. So, warte. Gute Nacht. So. Ich denke nicht, dass da unten noch... Ah, doch, da waren noch viele Türen. Ich würde schon gerne nochmal gucken gehen, ob es da was für mich gibt. Ach nee, komm, wir machen das mit Level 3. Dann weiß ich definitiv, dass wir noch einiges öffnen können hier. Da wird jetzt nichts Spannendes sein. Ab Level 3 kann ich bedeutend mehr aufmachen. Versuchen wir jetzt mal in den inneren Kern zu gehen. Ich hoffe, die M4 ist auch die richtige Waffe. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke es doch mal. So, hier muss ich wieder rennen. Nicht stehen bleiben.
AK. Aber die AK-Muni. Ich bilde mir ein, dass ich eine AK brauche. Keine M4. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es jetzt einfach mit der M4 probieren. Was soll's? Wir werden ja merken, was ich davon habe. Zur Not bringe ich sie alle um. Achso, wegen den Kameras auch noch. Dass das nicht auffällt. Na gut, ich werde ja gleich Feedback von der Kamera bekommen. So. Ich könnte eigentlich auch den toten Winkel ausnutzen, oder? Okay, wir haben auf jeden Fall die gleichen Rüstungen. Was? Was denn? Okay. Danke für die Info. Das ist die falsche Waffe. Ich brauche wirklich so eine AK. Das heißt, ich gehe nochmal in das dumme Lager. Ich muss... Oh, wie ich das hasse, ne? Jetzt muss ich wieder einen Sprung machen. Anlehnen und kein Fail bauen, danke. Aber vorhin war da eine Cypher. Und wenn die jetzt gleich kommt, habe ich ein gewaltiges Problem. Bitte mach schneller, bitte mach schneller, bitte mach schneller. Oh Gott, warum ist denn hier jetzt alles voll mit diesen Viechern? Nein, und da hinten guckt einer, aber der dürfte mich ja eigentlich nicht sehen. Jetzt guckt er nicht mehr. Gut, gut, komm, die Cypher, komm, die Cypher, komm, die Cypher, komm, die Cypher, komm! Hi. Weg da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh. Der Alarm bleibt, ne? Oh yeah. Aber hier... alles friedlich, hoffentlich. Dann muss ich dann da runter. Ich bleib mal hier stehen. Vor allem, ich rüste mal eine andere Waffe aus. So. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hinter mir keiner kommt. Gut. Gut, 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 gut. Ich muss mich hier unten umgucken. So. Ja, hier ist alles voll mit Kisten, da kann man sich wenigstens gut verschanzen, aber... andernfalls... bin ich halt auch schlecht. Kann ich hier irgendeinen einblicken? Hier irgendwie ist hier unten gar keiner. So sieht's fast aus. Ich muss da unten hin. Das ist ja eine Level 3 Tür. Was? Doch nicht? Okay. Habe ich mich verguckt. Geht anscheinend immer auf. Gut, meinetwegen. Ach so, hier bin ich jetzt. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, ne? Kommt mir so neu vor. Okay, ich krieg M4-Muni. Das ist ja gut und schön. AK, da ist sie doch! Ha! Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Jo, hab's kapiert. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Make. So, ein bisschen Munition kann ja auch nicht schaden. Ach, die waren noch auf Alarmbereitschaft. War gut zu wissen. So. Ja, wunderbar. Wenn es halt aufliegt, dann können wir ja alle ummoppeln. So, wenn ich jetzt schon hier unten bin, kann ich auch gleich noch ganz nach unten versuchen. Ah, Mist. Der eine kommt, der eine... Ah, ich habe gar nicht meine Waffe ausgerüstet. Gute Nacht. So, dann gehe ich mal schnell rum. Ich sollte den Typ verstecken. Knapp. Nimm mit. Ich wollte ihn mitnehmen. Ach, dann lass es halt. Nee, da war ich schon, Schade, hier ist nichts Neues. So. Dann werde ich einfach mal hier reinhuschen. Jetzt husche ich darüber. So, und jetzt geben wir uns als Feind aus. Das wird bestimmt lustig. Ich hoffe, die Cypher haben sich hier beruhigt.
unten. Ach nee, aber die Dinger sind nicht da. Kann man die nicht wieder irgendwie... Jetzt werde ich wieder entdeckt, ne? Vor allem, die kommt ja von links angeflogen. Das heißt, die entdeckt mich diesmal früher und eventuell schießt sie mich runter. Das wär relativ uncool. Ja, das wäre uncool. Mal gucken, vielleicht... Nee, das wird nichts, das wird nichts. Und höchstens schnell darüber. Nee. Ach, wisst ihr was? Das ist gar nicht so schlimm, dass ich jetzt tot bin. Ich glaube, jetzt nehme ich die Brücken wieder da. Dann kann ich einfach durchrennen. Das ist ja das Schöne bei Metal Gear Solid. Man verliert ja keinen... Man verliert ja nichts. Dann ist ja gleich wieder da. Eigentlich egal, wenn ich sterbe. Ah! Okay, dann Plan B. Dann schieße ich halt die Seife ab. So. Mistviecher da. Ja, treffen aber jetzt, ne? Hat das überhaupt einen Sinn? Ja, das hat Sinn. Das hat sogar einen super Sinn. Die haben das nicht gehört, dank meines Schalldämpfers. Och, nö. Ah, die klappt da. Super. So war das nicht geplant. Nein. Nein, ich werde mich nochmal töten lassen. Ja, vielleicht gibt es wie lange die aber brauchen, um mich zu töten hier. Ich spiele auf Schwierigkeitsgrad normal. Das ist doch nicht normal. So. Ah, da ist noch eine. Ich glaube, das hört sich auf, ne? Das letzte, was er sah, sind wunderschöne Möwen. No. No. Die auf ihn kacken. Jack, please answer me. Immer. Jack! Und immer wieder. So. Können wir es jetzt richtig machen? Dann werde ich halt ganz langsam erstmal den Typ da oben. Den haben wir ja schon mal gekriegt. Obwohl es so weit weg ist. Sieht mal ziemlich gut da. So. Na? Ne, das war nix. Doch. Ich habe getroffen. Sehr schön. Als nächstes nehmen wir die Waffe. Da ist die erste Seife. Ja, muss aber auch treffen. Schön, dass die keinen Alarm schlagen, wenn man sie abschießt, ne? Das ist doch eigentlich sinnlos. Schneller nachladen. Ich weiß nicht, ob sich das Ding dreht. So. Die anderen kommen ja, glaube ich, nur... Ne, da, die noch. Na, willst du nicht? So, ich hoffe, da kommen jetzt keine mehr nach. Und ich kann in Ruhe endlich mal rüber. Meine Güte. Was für eine schwere Geburt, um hier in den mittleren Kern zu kommen. Aber es wird sich bestimmt lohnen. Ja, ihr Möwen. Ich hab euch auch lieb. Vor allem, wenn ihr mich in Ruhe lasst. So. Bevor er abstürzt. Ah, da ist ja... Ach, das ist nicht schlimm. So, das kann ich ja ausnahmsweise mal. Gut. Tür auf. Oh, ne, komm, wir gehen erst durch und dann ziehen wir uns um. Nicht, dass dann die Tür gleich wieder zuknallt. Wer weiß. So. Ich hätte gerne... Na? Bin ich jetzt wieder blind? Ja? Da ist er. Das da und meine AK, bitte. So, wenn ich jetzt auffliege, weiß ich auch nicht mehr. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Ich bin so cool. Ich bin einer von euch. So, die Kameras, die merken natürlich auch nichts. Wo will ich überhaupt hin? Ich darf ja eigentlich überall hin, ne? Okay, ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrstuhl fahren darf. Und rennen sollte ich auch nicht, das fällt auf. Immer schön ganz seichte den Analogsticker drücken. Hi. Und, was machst du heute Abend so? Was ist hier drin? Was ist denn da drin? Kann ich mal reingucken? Gucken ist ja nicht schlimm, ne? Irgendeine Tür. Die scheint kaputt zu sein. Ich guck mir das mal an. Vielleicht kann ich sie ja reparieren. Kann ich ja was machen? Na gut. Warum auch immer, die ist kaputt. Ich war's nicht. Sollten mal einen Techniker herschicken. So, die Tür geht auf. Was haben wir hier? Wo gibt's hier ein Node? Jeff Granite? Oh ja, die könnte ich mal wieder gebrauchen. So viel habe ich von den Dingern nämlich nicht mehr.
Geh doch mal da hoch. Danke. Ah, und hier ist mein Note. Wunderbar. Ja, komm. Du sollst dich nicht dran lehnen, du sollst nicht kuscheln, du sollst drücken. Jo, und da sehen wir dann endlich mal das ganze Gebiet. Wo ich hin soll, weiß ich trotzdem nicht. Ich weiß nur, dass ich hier gerade alleine bin. Kann ich hier rein? Ach ja, schau mal an. Kann ich wieder ein bisschen Zeug sammeln. Vielleicht kann ich auch wieder... Oh! Mal wieder eine erotische Zeitschrift gefunden. Und wen haben wir hier hängen? Oh ja, niedlich. Konami Ace. Ist das jetzt ein anderes Buch oder sieht das genauso aus? Muss man ja in Erfahrung bringen, ne? Hat man ein doppeltes Pornoheft oder das gleiche? Ah, es ist das gleiche, wie langweilig. Na gut. AK. Weiter geht's. Was haben wir hier? Claymore-Minen. Kein Schrank bleibt hier sicher. Hi. Und der letzte. Gut. Alles gefilzt hier. Weiter geht's. Jetzt bin ich ja einmal außen rum gelatscht, aber was ist denn da? Warum kann ich da mal bitte hingucken? Ne, da ist nichts, okay. Ich bin cool. Ich gehöre zu euch. So, da bin ich ja hergekommen. Unbedingt anrempeln will ich die Leute jetzt auch nicht. Also muss ich mit dem Aufzug fahren. Ja. Ich denke schon. Dann rufe ich ihn mal. Ich hoffe, das stört niemanden. Gut. Die Kamera hat mich gecheckt. Also man ist wirklich verpflichtet, diesen Umziehspaß mitzumachen. Man hätte die ja auch alle ummöbeln können. Aber in dem Fall... Na, was ist? Warum... Achso, ich muss hin. Ich darf keine Taste drücken. Okay, wo will ich denn hin? Fangen wir an mit B1. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wo ich eigentlich hin soll. Aber B1 klingt gut. Und dann können wir ja wieder ein Schwätzchen halten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das machen wir jetzt an dieser Stelle. Also, Mr. X. War ja klar. Stillman? Eigentlich könnten sie die Toten doch entfernen, oder? Ich werde es auch nicht mehr probieren, Stillman anzurufen. Pliskin, do you read me? What's up, Raiden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Yeah. Do you know anything about this? No. Can you trust that costumed freak? I don't know. But the colonel told me to follow the guy's instructions. And like a good soldier, you'll do it, right? I'll let you in on a little secret, kid. The ninja that was publicized in the Shadow Moses incident no longer exists. The guy you met has no connection whatsoever with the incident. And how do you know that? Because I do. Huh? Just be careful who you trust, okay? Okay, das wussten wir doch schon. Das war jetzt nichts Neues. Hallo. You're on B1 of the Shell 1 core now. Ames is being held in the hall. To get in the hall, you'll have to get through a door protected by a retinal scanner security system. Raiden, get past the retinal scanner and infiltrate the hall. Na, das kann ja was werden. Das klingt so, als müsste ich nach B1. Vielleicht sollte ich dann erstmal einen Abstecher nach B2 machen. What can I do for you, Jack? Ich würde gern speichern. Wie immer. Wenn ich hier anrufe. Müsstest du langsam wissen. So, dann erzähl mir mal was Schönes. Erheitere meinen Tag, Rose. Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well, Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? what? What?
Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Ja, da war er mal ein bisschen eifersüchtig und das gefällt natürlich der Frau. Eifersucht ist ja in einem gewissen Maße auch nur der Beweis für Liebe. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Yo! Wie genau soll ich das jetzt nochmal anstellen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde jemanden mit der Waffe bedrohen, ich werde die Waffe wegstecken, dann... Ich frage mich nur gerade, wie das steuerungstechnisch wieder funktioniert. Da werde ich garantiert failen, das sehe ich jetzt schon. Naja, ich gucke mich jetzt erstmal ganz cool um. Noch bin ich ja sicher. Noch bin ich ja hier verkleidet und so. So. Und her mit dem Note. Gut. Weg damit. So. Und schön. Jetzt haben wir eine Karte. 2 Leute rennen da rum. Hä? Laut Karte. Geht's hier ein Stück weiter? Nee, kann nicht sein. Doch! Ah, danke, Karte. Karte ist freundlich. Karte ist lieb. Aber das bringt mir nichts. Ja gut, das ist ein Versteck, aber sonst. Na gut. An dieser Stelle mal wieder ein paar Grüße. Ich möchte an der Stelle einfach mal gute Miezefatz grüßen. Die mir immer ganz tolle Kommentare in diesem Projekt schreibt. Wie man ungeduldig wartet, bis endlich ein neuer Part kommt. Da möchte ich mich auch nochmal allgemein dafür entschuldigen. Aber es ist ja jetzt zukünftig so, dass es immer samstags kommen soll. Stört dich ja nicht, wenn ich den Spinn versuche zu öffnen, ne? Gut. Und samstags wird es eher klappen wie Donnerstag. All clear. All clear. Ja, ich gucke hier, ne, ob da kein Pliskin drin steckt und so. Ich nehme meine Arbeit sehr genau. Meine Brüder. So. Ich will nicht anschubsen, da habe ich ein bisschen Sorge, dass... Oh, was haben wir denn hier? Noch mehr schöne Zeitschriften. Was mit Hunde? Viele Zierzeitschriften sind hier. Katze. Eindeutig Katze. Aber das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Was machst denn du da? Was guckst du dir da an? Oh. Aha, ja. Nee, du guckst da gar nicht hin. Du guckst dir das an. Oh Gott, bist du langweilig. Guck doch mal hoch. Die Welt kann so schön sein und du guckst nach unten. Ach Gott. Dem ist nicht zu helfen, dem auch nicht. Was sind das für Depri-Kekse hier? Ich gehe. Mit so einem Haufen will ich nichts zu tun haben. So. Jetzt wird es nämlich anstrengend. Jetzt muss ich versuchen, am besten den Typ mir zu krallen. Jo, dann werden wir es mal probieren, ne? Kannst du nicht einfach... Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich echt nicht. Scheiße. Ich werde laden. Töte mich. Ich wollte die Waffe ziehen. So wie man es auch... Die Steuerung war eigentlich richtig. Aber der schießt sofort. Nicht so wie bei dem Betäubungsgewehr. In dem Fall schießt er halt sofort. Das wusste ich nicht. Mal, wenn man die Taste gedrückt hält, dann zielt er doch nur, Mensch. Nee, hier feuert er gleich ab wie so ein Volltrottel. Gibt's ja echt nicht. Jetzt muss ich mir die Sequenz nochmal angucken? Nee, anscheinend nicht. Machen wir das im Speed-Durchgang hier. Das Zeug mitnehmen. Beziehungsweise ich darf keine Waffe ausgerüstet haben, wenn ich das mache. Kann ich ihn doch irgendwie so in den Schwitzkasten nehmen. Ich habe gewusst, dass ich da Fehler mache. Ich habe genau gewusst, das klappt nicht auf Anhieb. Das wird jetzt auch beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht klappen. Ich kenne mich. Wenn ich jetzt... Ich muss Trockenübungen machen. So, ich mache hier mal Trockenübungen. Okay, müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Wenn ich den dann mitschleppe, da... Ich hoffe es mal. Ich warte wieder, bis er direkt davor steht. Dann habe ich nicht so einen weiten Weg, ihn zu schleppen.
Hi. Ich mach nix. Ich guck nur. So. Ja. Das ist doch ganz einfach. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Das war einfach. Immerhin. Beim zweiten Mal. Ryden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Verdammt, ich hätte doch erst nach B2 sollen. Jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen mit der Netzhaut und so. Auch kann ich nicht einfach raten. Schaut mal. Das kriege ich auch ohne Herzschrittmacher hin. Das sind alles Klone hier. Die sind schon mal nicht. Ames sieht bestimmt super aus. Das sind alles dumme Opas. Die können es nicht sein. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich gucke mir die jetzt mal an. Du. Die sehen wirklich alle ziemlich gleich aus und unmarkant. Okay, gut. Aber ich kann sie schon mal ausschließen. Schauen wir mal hier. Obwohl, hieß es das letzte... Doch, es hieß, glaube ich, dass es ein Kerl ist. Ja gut, was mache ich hier für einen Blödsinn? Das bringt alles nichts ohne Hinweis. Oh, was habe ich denn da? Ich hoffe, das stört niemand, wenn ich da mal kurz gucke. Oh, ja. Vorhin habe ich es noch vermisst, jetzt habe ich es. Sehr schön. Mein Rotsichtgerät. Ich habe gerade ein paar Störgeräusche im Hintergrund, aber es scheint schon wieder zu gehen. Ja, es sind doch einige Geißeln hier. Hier habe ich noch eine Ration gefunden. Auf jeden Fall ist es nicht ganz umsonst gewesen, hier ein bisschen zu gucken. Da ist nichts. Mensch, ich kill diese eine Wache und frage einfach, wo Ames ist. Warum muss das jetzt mit so unnötig. Einfach unnötig. Also los, ab nach B2. Ich höre ja schon auf zu meckern. So. Dann wollen wir mal. Wer weiß, vielleicht ist die Tür jetzt auch immer offen. Vielleicht muss ich das mit der Netzhaut gar nicht mehr machen. Das wäre schön. Gut. Hätte gedacht, mit meinen Spielereien, die ich schon dabei habe, könnte ich das auch rausfinden. Aber nee. Ich brauche so ein Richtmikrofon. Gut, gucken wir uns um. Hier sollte ich ja auch mich relativ problemlos bewegen können. Ist auch jetzt schön, wenn man in die Sicht geht, wie das durch die Maske jetzt ein bisschen abgedunkelt ist an den Rändern. Das sind immer so diese kleinen, feinen Details bei einem Metal Gear. Das mag ich. So. Noch eine Ration. Hi. Bruder, ich bin's. Ich wollte nur was essen. Ham. So, ich gehe wieder. Tschüss. Oh, guck mal, ein Vogel. Warum ist da ein Vogel? Das will ich genauer wissen. Mal gucken, ob ich zu dem kann. Ich glaube, ich muss gar nicht langsam machen, aber es hat mehr Style. Sie hat auch Style. Hey, ich will das haben. Danke. Hey, da oben liegt doch schon wieder ein Pornoheft. Kann das sein? Mann, diese Pornohefte. Wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Na egal, ich brauch's nicht. Ich glaube, ich werde nie eins brauchen. Polysnouts. Oh Gott. Das schaue ich mir mal von der Nähe an. Okay. Oh Gott, der Papagei spricht.
Warum wurde mir das jetzt so deutlich gezeigt? Was soll mir das sagen? Hallo? Wie geil. Ah, ich habe das Mikrofon gefunden. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber jetzt will ich mir jetzt den Papagei von der Nähe betrachten. Hi, du. Good morning. Ja. Hal. 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 So wie Hal Emmerich. Unser Ottercon. What's up? Aber ansonsten nichts Auffälliges an diesem Vogel. Hello. Naja, er sorgt wenigstens für Stimmung im Gegensatz zu euch. Ja, ihr redet ja nie was. Ihr seid langweilig. Good morning. Good morning. Kann ich an dem Computer eigentlich was machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was mir die Kameraeinstellung sagen will. 4. Box bekommen, AK bekommen, okay. Und das Note. So, und schon haben wir wieder den Durchblick. Zeit für einen Happen, ja, warum eigentlich nicht? Ich mache hier gleich Livestream. Dann kann ich nichts mehr essen. Was? Venus in Krebs? Was hat er eben gesagt? Huch, warum hast du... Was zum... Was ist mit dem los? Warum hat der das so eilig gehabt hier? Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Okay, warte. Ich hau schnell ab. Warte mal, da kommen sie bestimmt gleich rausgeschossen. Nee, ich hau ab. Ja, ist gut. Komm, mach auf. Komm schon. Hopp, nein. Oh, er geht nicht im Alarm. Er geht nicht. Shit. Oh, die haben eine Schutzschilde. Ich glaube, das kann ich vergessen. Jetzt eigentlich... Oh, muss ich ganz Mist nochmal machen. Warum ist der so gerannt wie so ein Idiot? Boah, das war ein Schuss. Der hat gesessen. Right, what's wrong? Right. Was war dem sein Problem? Hat er die Toilette nicht gefunden, oder was? Ah, jetzt kann ich den Dreck nochmal machen. Na egal, es war ja einfach. Diesmal mache ich schnell. Ich weiß ja, dass ich rennen darf. Also irgendwas hat mit dem Kerl nicht gestimmt. So viel steht fest. Ich weiß nur nicht mehr was. So, zack. Ja, ich hätte mich eigentlich verstecken sollen, aber die waren ja gleich hinter mir und so. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. So, auf jeden Fall anrempeln ist nicht. So viel wusste ich anscheinend noch. Nein, ich will jetzt nicht. Oh, dann mach halt. Ja. Ja, das können wir durchswitchen. Das wissen wir schon. Ja, der Typ da. Der dreht gleich wieder voll Amok hier. Ich weiß nicht warum. Venus in Cancer. Venus in Krebs. Was hat das zu bedeuten? Venus in Krebs. Was will der mir sagen damit? Ist das ein Passwort? Ich weiß echt nicht mal, was damit auf sich hat, aber ich werde es mir mal merken. So, jetzt sehe ich, wie der Typ da ganz wild im Kreis rumrennt. Das haben die mit Absicht so gemacht. So, ich warte jetzt hier. Der wird mich nicht nochmal umrempeln. Ich werde ihm Vorfahrt gönnen. Das ist sowas. So. Da ist noch eine Ration und ich bin weg. So, geht doch. Ab nach B1. Mal schauen, ob wir jetzt wieder ein Auge brauchen. Oder ob ich Freifahrt habe. Na, natürlich nicht. Ich muss den Spaß nochmal machen. Okay, das war ja nicht schwer. Wo ist er dann gerade? Warum habe ich hier denn jetzt kein Note? Ich habe mir das doch geholt hier. Warum habe ich hier keine Karte? Das verstehe ich jetzt nicht, dass der sich das nicht gemerkt hat. Ist mir jetzt aber auch egal. Oh, das sind ja 2. Da hinten war noch einer. Ach, wisst ihr was? Dann macht, was ihr wollt. Ich gehe jetzt erst noch... Ne, hier ist gar kein Note.
Ach, weil ich ja nochmal das machen musste. Ja. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht. Das macht Sinn. Also könnte ich es ja jetzt nochmal schnell nachholen. Das ist wirklich nur einer. So. Jo, das zieht sich ja ganz schön, bis wir endlich mal dann bei Ames sind. Aber okay. So, ich warte wieder, bis er direkt davor steht. Und dann... Ganz einfach. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. So, Ames. Jetzt werden wir gleich wissen, wer du bist. Colonel, mach hin. One of those hostages in there is Ames. Ja. The only thing we know is that Ames... Oh, wie oft noch? Komm, das habe ich jetzt keinen Bock mehr. Obwohl, jetzt kommt was Wichtiges. Aktionstaste. Müsste ja irgendwie reagieren. Die Aktionstaste, was ist die Ach ja, mit Dreieck wahrscheinlich. Was, wenn er es nicht ist? Die Wache könnte einen Verdacht schöpfen, angerannt kommen und die Sicherheits... Okay, ich muss mir ganz sicher sein. Ja, ich muss mir sicher sein. Ja, ist jetzt blöd, dass ich es weggeklickt habe, aber das habe ich jetzt zum 3., 4. Mal gehört, dass ich jetzt Ames drücken muss mit dem Headshot-Macher und dem Mikrofon. Da kommst du nicht mehr raus. Mit deiner Enttarnung endet auch der Einsatz. Verkleide dich und suche Ames. Ja. Gut. Stimmt. Oh, ich habe gar nicht ausgerüstet gehabt. Okay, gut. Das Problem ist doch jetzt aber, wenn ich das Mikrofon ausrüste, dann habe ich meine Rüstung nicht mehr an. Dann fliege ich doch auf. Fällt mir gerade mal so ein. Das ist blöd. Naja gut, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich brauche jetzt das Mikrofon. Wo ist das überhaupt? Oder ist das jetzt immer aktiv? Muss ich das gar nicht... Ah, das wird wohl immer aktiv sein. Oder was? Ich bin nackig. Also nicht nackig, aber... Ach, das ist so ein Teil. Okay. Ganz im Moment. Du ziehst dich jetzt erstmal wieder an. Du ziehst dich jetzt erst wieder an. So. Ah, jetzt muss ich da weg wegen dem Typen, weil ich ja meine Waffe nicht habe. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie das klingen soll. Hört ihr das? Das klingt nicht normal, oder kommt das von euch? Also wenn das mal kein Unterschied ist, dann weiß ich auch nicht. So, aber jetzt werde ich erst wieder meine AK ausrüsten, weil der Typ, wie gefährlich nahe gerade kommt. Hi. Das muss Ames sein. Der Typ muss Ames sein. Ich warte jetzt nur mal, bis der weg ist. Also ein hoher Ton ist nicht normal. So, ich werde jetzt mal die Aktionstaste benutzen. Es passiert aber nichts. Och Mann, muss der jetzt da rumschlappen? Geh weg! Ah. Verschwinde. Danke. Hopp, geh ganz weg. Geh! Macht er mit Absicht, dass der jetzt da rumschlappt? Na egal, nochmal da auf den. You're Ames, aren't you? Ja, er ist es. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications?
Right, silence beats talk when it comes to safety. Wie recht er doch hatte. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. He's still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right, and the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His word... Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Olga,
Don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Oh. Das heißt, er kommt auch zu uns. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. Alles klar. Der dürfte eh schon mich in Verdacht haben, so wie er uns auf der Kamera beobachtet hat. Okay, es geht jetzt auch um Zeit. Ich muss ganz schnell meine AK ausrüsten. Da ist er auch schon. Kein Problem. Alles cool.
What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry! Get away! But you died! Leave this to me. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for a nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right. Okay, aber erst muss ich hier super entkommen. Die Frage ist wie. Vielleicht einfach, wenn ich hier stehen bleibe. Die ist auf jeden Fall kaputt, die Tür, da komme ich so schnell nicht mehr durch. Wenn ich jetzt ganz schnell Taste drücke und der Aufzug hoffentlich nicht allzu lange braucht, dann komm schon. So, es gibt 3 Etagen, wie langsam bist du? Oh. Erstmal nach B2. Hui, das war knapp. Ja, und unsere Stunde ist auch schon wieder voll. Ganz schön spannend, die Sache. Ach ne, hier ist es ja auch wild. Egal, hier werde ich einen Cut einlegen. Ja, Ames gefunden, Ames tot. Spannende Szene, der Ninja kam wieder. Wir haben auch Olga gesehen. Manche tun ja, dass Olga der Ninja ist. Wer weiß, wer weiß.
Vielleicht auch jemand anderes. Auf jeden Fall hört man einen Akzent heraus. Und beinahe hätte sich die Geschichte von damals wiederholt und Ocelot hätte wieder seinen Arm verloren. Seinen Arm, den er nicht so ganz kontrollieren kann. Alles sehr, ja, abgedreht, aber es ist auch sehr, sehr spannend. Und ja, der Präsident, der steckt mit drin und irgendwie doch nicht. Wir müssen jetzt zu ihm nach Shell 2. Wir haben die Level 3 Karte bekommen. Bevor wir die aber für Shell 2 benutzen, werden wir natürlich nochmal ins Lagerhaus gehen. Da gab es ein paar Dreiertüren. Da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, was es da gibt. Ich hoffe ja auf eine PSG 1. Aber jetzt genug geblubbelt. Jetzt rede ich erst nochmal mit meinem... Na gut, mit Mr. X probiere ich es auch und mit meinen 3 Lieblingen dann. Keine Antwort, war klar. Er ist auch gerade ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Er hat mir mal wieder den Allerwertesten gerettet. Das sah schon richtig böse aus, als Ocelot da ankam. Oh, Pliskin scheint momentan auch Probleme zu haben. Okay. Raiden, this is not good. Enemies in Shell 1 are systematically searching for you. It looks like they've tightened security considerably. Watch yourself. Get out of Shell 1. According to Ames, the president is on the first floor of Shell 2's core. Cross the connecting bridge from the north side of Strut D to get to Shell 2. That's where you need to go. Jo, das ist mir schon klar, wie ich da hinkomme. Aber heute nicht mehr. What can I do for you, Jack? Heute wird nur noch gespeichert. Das Erlebte verarbeiten und mit etwas Glück gibt es bereits am Samstag dann die nächste Folge, so wie es eigentlich jeden Samstag eine Folge geben soll. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe. Ich bin eigentlich guter Dinge diesmal. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then, let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you liked to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual that I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Da ist sie jetzt wieder glücklich. Haben wir unser Mädchen wieder glücklich gemacht. So kann man doch den Part wirklich beenden, oder? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Let's Play Metal Gear Solid 2.